Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es bei mir diese Puten-Schaschlik-Spieße, geschmort aus dem Ofen, super lecker, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, für den leckeren Schaschlik-Schmortopf verwende ich Putenfleisch heute. Ich habe hier 1 Kilo Putenfleisch aus der Oberkeule. Das habe ich schon mal in größere Stücke geschnitten. Dann habe ich hier 6 Paprikaschoten. Ich habe einen Paprikamix genommen und dann nochmal 2 große rote Paprikaschoten zusätzlich. Wenn ihr eine grüne Paprika habt in eurem Paprikamix, ist das vollkommen in Ordnung. Ich gucke mal, ob ich alle verwende oder ob ich vielleicht noch eine dazu tue. Dann habe ich hier 3 mittelgroße Zwiebeln und 4 Knoblauchzehen und dann nochmal eine rote Zwiebel. Eine Dose gehackte Tomaten und Gewürze. Die kommen gleich auch noch dazu. Die habe ich jetzt hier nicht aufgestellt. Ich werde jetzt als erstes das Fleisch marinieren und damit fange ich an. Die Zutatenliste ist wie immer unten aufgelistet in der Beschreibung, also in der Infobox. Da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Ich werde jetzt als erstes das Putenfleisch ein bisschen marinieren. Dazu nehme ich einen Esslöffel Joghurt. Ich mache das direkt in den Beutel, das ist immer sehr praktisch. Dann habe ich hier 3 Esslöffel Olivenöl. Dann nehme ich ca. 1 Teelöffel Salz. Und hier habe ich Paprikapulver aus Spanien. Süß, also edelsüß. Dann nehme ich 1 Teelöffel sogar. Ich nehme 2 Teelöffel. 2 Teelöffel Paprikapulver. Und dann habe ich hier noch Café de Paris Gewürz. Das tue ich auch noch mit rein. Auch nochmal 1 Teelöffel. Das rühre ich jetzt alles gut um. Und da kommt jetzt das Putenfleisch rein. Das knete ich jetzt alles, damit das ganze Fleisch gut bedeckt ist mit der Marinade, und dann kommt es für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Ich schneide jetzt erstmal die Zwiebeln und eine große Paprika in grobere Stücke, die werde ich für die Spieße verwenden. Ich weiß nicht, ob es reicht. Gegebenenfalls schneide ich noch was dazu. Aber unten in der Zutatenliste, da steht dann immer die endgültige Menge, die ich verwendet habe. Später kommen die Spieße ja in den Backofen und dafür verwende ich diese Ofenform. Ich habe darauf geachtet, dass die Spieße, die ich habe, direkt hier reinpassen, damit das nicht zu groß ist, also damit die nicht überstehen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Die Spieße sind fertig, die Zwiebeln und die Paprika für die Spieße sind fertig, das Fleisch mariniert gerade, und jetzt schneide ich erstmal die restlichen Paprikaschoten, Zwiebeln und Knoblauch klein für die Soße. So, das Hähnchenfleisch ist jetzt mariniert. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise Handschuhe angezogen. Mache ich eigentlich nicht, wenn ich normalerweise zu Hause koche, aber da das Paprikapulver ja doch relativ rot ist, will ich keine gefärbten Finger, deswegen nehme ich heute mal Handschuhe. Und zwar nehme ich immer einen Spieß und spieß zweimal Fleisch. Und dann ein Stück Zwiebel, ein Stück Paprika, dann wieder ein Stück Fleisch und wieder Paprika
ein Stück Zwiebel. Und wieder 2 Stücke Fleisch. Somit habe ich dann immer 5 Stücke Fleisch auf einem Spieß. So habe ich das so ein bisschen ausgerechnet. Genau. So sieht es dann aus. Und weiter geht's. So, ich werde die Spieße jetzt einmal scharf anbraten. Dazu nehme ich so einen Esslöffel ungefähr ist das Butterschmalz. So, die Spieße habe ich jetzt scharf angebraten und habe sie bereits in die Ofenform getan. Jetzt werde ich noch das Gemüse so ein bisschen sortieren und deswegen nehme ich jetzt mein Standardmaß, 3 Esslöffel Olivenöl. Dazu kommen die Zwiebeln. Wenn die Zwiebeln langsam anfangen, die Farbe zu wechseln, dann kommt der klein geschnittene Knoblauch und die Paprikascheiben dazu. Das werde ich dann alles auch noch so ein bisschen zusammenschwenken und anschließend lösche ich das ab mit der Dose Tomaten und dann wird gewürzt. So, ich habe das jetzt mit den Tomaten abgelöscht und anschließend nehme ich noch so eine halbe Dose Wasser dazu, das sind 200 Milliliter ungefähr. Das koche ich jetzt alles auf. Ich werde noch einen Teelöffel Paprikamark dazu tun. Wenn ihr Paprikamark nicht zu Hause habt, dann nehmt ihr einfach Tomaten. So, das köchelt jetzt vor sich hin. Ich schalte jetzt den Backofen schon mal an auf 180 Grad Umluft. Der kann schon mal warm werden. Und jetzt werde ich auch die Soße schon würzen. So ungefähr 1 Teelöffel Salz, frisch gemahlenen Pfeffer. Dann nehme ich noch mal 1 Teelöffel von dem Paprikapulver, ruhig einen gehäuften Teelöffel. Und 1 Teelöffel von dem Café de Paris Gewürz. Und zu guter Letzt tue ich noch 1 Teelöffel Thymian dazu. So, ich hätte fast vergessen, Pulverberg darf mir natürlich auch nicht fehlen, also Chiliflocken. Davon nochmal so ein halber Teelöffel. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also wer es gerne scharf mag, der tut einfach noch ein bisschen mehr dazu. So, die Soße kommt jetzt auf die Spieße drauf. So, das verteile ich jetzt so ein bisschen und dann kommt das auch schon gleich in den Backofen. Da schmort es jetzt schön drin und nach einer halben Stunde werde ich einmal die Spieße umdrehen.
So, das war mein Rezept für Puten-Schaschlik-Spieße aus dem Backofen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.